Hallo zu Commodore Basic für Sieger zum Thema der Speicher und seine Erweiterungen. Seit Sonic the Hedgehog auf den C64 portiert wurde, sind Speichererweiterungen nach 40 Jahren nun offenbar im Mainstream angekommen. Aber kann man davon auch als Basic-Programmierer profitieren? Das wollen wir anhand eines praktischen Beispiels klären, dem Spiel Mafia. Nicht dem PC-Spiel vom Anfang der 2000er Jahre, sondern dem vom C64 aus den 80ern. Worum es bei diesem Spiel im Detail geht, ist hier nicht wichtig. Was es aber zu einem perfekten Versuchskaninchen macht, ist die Tatsache, dass es in BASIC geschrieben ist und regelmäßig Daten von Diskette nachlädt. Der C64 hat 64 Kilobyte RAM, nicht ganz 40 Kilobyte davon sind unter BASIC nutzbar. Aber was bedeutet das eigentlich? Die Zahl Basic Bytes Free bezieht sich auf den Bereich, der für Programmcode und Variablen verwendet werden kann. Jedes Zeichen Code belegt Speicherplatz und jede Variable ebenso. Und für alles das sind ca. 40 Kilobyte verfügbar. Der Basic-Speicher geht von 2048 bis 40.960. Poke ich aber zum Beispiel an die Adresse 49.152, dann kommt immer wieder der Wert zurück, den ich eingegeben habe. Das heißt, wir können damit auch von BASIC aus jene Speicherbereiche nutzen, die außerhalb des BASIC-Adressraumes liegen, und zwar für Werte von 0 bis 255. Wie kann man das nun sinnvoll nutzen? In BASIC kann man grundsätzlich jede Zahl abspeichern, auch mit Nachkommastellen. Wer mag, kann mittels Prozent explizit angeben, dass es nur Ganzzahlen im Bereich von minus 32.767 bis plus 32.768 sein sollen. Der Unterschied ist, dass Fließkommazahlen innerhalb eines Arrays 5 Bytes belegen, ganze Zahlen aber nur 2 Bytes. Man spart dadurch mehr als die Hälfte an Speicherplatz, sofern man das im Vorhinein abstecken kann. Sehr oft würden aber auch Zahlen von 0 bis 255 reichen. Genau die Größenordnung, die wir mit Peek und Poke verwenden können. In einem Rollenspiel können das zum Beispiel die Attribute des Charakters sein, in Spielwelten können das die Koordinaten sein oder die Felddefinition selber. 256 mögliche Ereignisse pro Feld sind eine ganze Menge. In Handelssimulationen können das die Lagerstände sein und so weiter. Könnten wir also auch diese Zahlen klar abstecken, können wir nochmal die Hälfte an Speicherplatz dafür sparen. Direkt mit Peek und Poke zu arbeiten scheint nun aber nicht so bequem zu sein wie mit Arrays. Tatsächlich ist aber nicht viel Unterschied. Wird ein Array mit Zahlen von 0 bis 20 erstellt, kann man das im direkten Speicherzugriff genauso machen. Man hinterlegt die Startadresse, zum Beispiel 49.152, und addiert dann einfach denselben Index dazu, den man auch im Array verwenden würde. Der Zugriff auf ein Array M5 kann also dasselbe sein wie Peek M plus 5. Auch Strings lassen sich so lösen, hier beginnt es aber nun wirklich unangenehm zu werden. Jeder Buchstabe lässt sich mit der Funktion ASC in einen Bytewert umrechnen. Ich kann also eine Schleife über die Länge des Strings laufen lassen und jedes einzelne Zeichen in den erweiterten Speicher poken. Und das ist langsam. Für 30 Zeichen benötigen wir circa eine halbe Sekunde. Bei Text bleiben wir also erstmal skeptisch. Der große Vorteil ist aber zumindest bei den Zahlen, dass wir dadurch sehr viel effizienter im Umgang mit unseren Daten werden. Und das ist nötig, um den zweiten großen Begriff im Titel dieser Episode anzusprechen: Speichererweiterungen. Das Ziel für heute ist, das Spiel so zu erweitern, dass die Daten nach einmaligem Laden von der Diskette in der Speichererweiterung abgelegt werden und ab dann nur noch von dort geladen werden. Es gibt zwei Erweiterungen, die mehr oder weniger als Standard anerkannt sind. Das sind die ROI von Commodore und das Georam von Berkeley Softworks. Die Einbindung in Mafia wollen wir für beide durchspielen. Mit dem Georam werden wir beginnen. Das Georam war eigentlich erst die zweite verfügbare Erweiterung nach der ROI, es ist aber die günstigere. Das Georam blendet 256 Bytes Speicher direkt in den regulären Adressraum des C64 ein. 256 Byte werden jeweils als Page bezeichnet. Eine Page lebt in einer Bank, welche 16 Kilobyte groß ist. Und mehrere dieser Bänke ergeben die Summe der Speichererweiterung. Das heißt, wir müssen die gewollte Bank und Page einstellen und alles, was wir dann in den Speicherbereich schreiben, landet direkt im Speicher des Georam, nicht im Speicher des C64.
Wie kann ein Spiel wie Mafia davon nun profitieren? Sehen wir als erstes, wie das Spiel aufgebaut ist. Das Verzeichnis zeigt viele einzelne Dateien, die Daten dürften also klar strukturiert sein. Nach kurzer Recherche habe ich Zeile 3015 ausfindig gemacht. Dort werden für die Gebäude jeweils die Texte aus sequentiellen Dateien geladen. Der erste Ansatz wird also sein, dass beim Laden des Spiels auch direkt die sequentiellen Dateien geladen und im Georam abgelegt werden. Das werden wir nicht im Spielcode machen, sondern in dem separaten Loader-Programm. Die aktuellen Input-Statements, die die Variablen von der Diskette befüllen, sollen dann durch Code ersetzt werden, der die Daten aus dem Georam holt. Der Loader für Mafia ist kurz und knackig. Nacheinander werden auf übliche Weise Maschinensprache-Routinen, Zeichen, Sprites und Sounds geladen. Nachdem das erledigt ist, wird das Titelbild geladen und anschließend das Hauptprogramm MFPRG. Wir hängen uns hier nun ein und wollen nach dem Laden der Sounds die sequentiellen Dateien für die Gebäude laden. Dazu ersetzen wir das rem in Zeile 28 durch GoSub50 und fügen ab dort unseren Ladecode ein. Alle Dateinamen für die Gebäude waren im Code als Data-Anweisung hinterlegt, die habe ich einfach hier rüber kopiert. Die Variablen in Zeile 52 benötigen wir den Zugriff aufs Georam, die werden wir genauso auch im Spielcode verwenden. MP ist unsere Memory Poke Adresse, hier können wir die 256 Bytes im Georam ansprechen. GB ist die Georam Bank, GP ist die Georam Page. PG verwenden wir als Variable zum Setzen der Page. Und wir setzen gleich Bank 0 und Page 0. Nun zum Auslesen und Speichern. Die sequentiellen Dateien sind so aufgebaut, dass die ersten 3 Bytes Vordergrund, Hintergrund und Schriftfarbe sind. Dann kommen 2 Strings, das sind die Überschrift vom Gebäude und die Begrüßung. Dann kommt eine Zahl, die die Anzahl der Antworten angibt und dann kommt für jede Antwort ein String. Im Code legen wir diese Daten genau so ab. Die 3 Farben zu Beginn poken wir direkt in die ersten 3 Bytes der ersten Page. Dann setzen wir Z auf die nächste Speicheradresse. Z ist der Zeiger ins Georam. Wenn wir die Strings durchlaufen, fangen wir innerhalb dieser ja immer wieder mit 0 an, im Georam müssen wir aber immer weiterzählen, das macht Z. Wir holen uns also jedes einzelne Zeichen und legen den Petski-Wert davon per Poke ab. Haben wir die 256 Bytes erreicht, müssen wir auf die nächste Page umschalten und Z muss wieder auf das erste Byte zeigen. Das machen wir für die 12 sequentiellen Dateien der Gebäude und so sieht dann ein Eintrag im Georam aus. Man kann im Emulator einstellen, dass der Inhalt des Georam in eine Datei geschrieben werden soll. Man sieht hier die ersten 3 Bytes für die 3 Farben, dann kommt der Text. Die Strings werden durch Hex D getrennt, das ist Dezimal 13 und steht für den Zeilenumbruch. Auch die 3 für die Anzahl der Antworten steht an der richtigen Stelle. Die Datei zeigt, dass die Daten richtig abgelegt werden. Wie sieht das in der Praxis aus? Beim Ladevorgang sehen wir den Bildschirm 4-mal flackern. Das sind die einzelnen Load-Befehle, die wir vorhin gesehen haben. Danach beginnt das Laden der sequentiellen Dateien. Jede Datei zeigen wir mit einem inversen Leerzeichen unter der Versionsnummer an. Es ist sehr langsam. Für 12 Dateien dauert es ungefähr 1 Minute 40 Sekunden und zwar mit GIFIDOS. Pro Datei etwas weniger als 10 Sekunden, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Die Antwort, warum das so lange dauert, gibt uns das Spiel selber. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden 4 sequentielle Dateien geladen, den Rest erspare ich uns. Zeichen für Zeichen von Poke nach String umzuwandeln, ist einfach viel zu langsam. Jeder String wird einzeln aufgebaut, sobald er fertig ist, wird er angezeigt. Auch wenn dieser Ansatz nicht der richtige war, wollen wir uns nun ansehen, welche Überlegungen im Spielcode nötig sind, um das Georam einzubinden. Wie vorhin schon erwähnt, werden die Gebäudedaten in Zeile 3015 geladen und angezeigt. Diese Zeile ersetzen wir durch ein GoSub 400, dort sind 600 ungenutzte Zeilen. Und da findet nun Folgendes statt. Zuerst setzen wir die Bank auf 0 und die Page auf die Seite, die dem Gebäude entspricht. Kleiner Einschub, nicht jedes Gebäude passt in eine Page. Ein Block auf der Diskette entspricht einer Page und wie wir im Directory sehen, gibt es Gebäude mit 2 Blocks. Obwohl die Gebäude von 1 bis 12 durchnummeriert sind, das ist übrigens die Variable LA, sind es die Pages nicht. Ich habe deshalb in der Variable mp-string per chr-string hinterlegt,
an welcher Position eine Page beginnt. LA1 ist zum Beispiel Page 0, LA6 ist zum Beispiel Page 7. Optimal wäre gewesen, diese Information im Loader beim Laden mitzuschreiben und ebenfalls im Georam an einer definierten Stelle abzulegen, das ist mir aber erst danach eingefallen. Nachdem die richtigen Parameter am Georam eingestellt sind, poken wir die Farben mit Peak-Werten bereits aus dem Georam. Und dann führen wir jeweils ein GoSub 440 aus, welches die Variable x-String mit Werten befüllt, genau wie das ursprünglich per Input gemacht wurde. Zwischendurch wird auch AW gelesen. Der Code zum Lesen entspricht dem zum Schreiben im Loader. Die Schleife kann man bestimmt in Details noch verbessern, das Laden per Diskette wird aber wahrscheinlich immer schneller sein. Für die Farbvariablen hat dieser Ansatz problemlos funktioniert, Strings fallen aber leider aus. Es gibt noch einen anderen Weg, nämlich einfach den gesamten Bildschirm ins Georam zu legen. Aber ist da die Datenmenge nicht höher als bei Strings? Ja, ist sie. Aber in diesem Fall können wir auf eine Systemroutine zurückgreifen, die 256 Bytes am Stück kopiert. Basic-Puristen wollen an dieser Stelle vielleicht aussteigen, es lohnt sich aber dabei zu bleiben. Das Problem mit Systemroutinen ist, dass sie direkt mit Speicheradressen arbeiten. Strings in Variablen sind dafür also nicht verwendbar, weil wir die Speicheradresse unseres X-String nicht wissen. Weder beim Auslesen noch beim Befüllen, deshalb machen wir schließlich Basic und nicht Assembler. Was wir aber wissen, ist die Speicheradresse des Bildschirms. Die liegt zwar nicht immer auf 1024, auch bei Mafia nicht, wir können das aber rausfinden. Und bei Mafia ist die Adresse auf 52.224. Und wir wissen außerdem, dass der Bildschirm immer 40 mal 25 Zeichen, also 1000 Bytes groß ist. Ebenfalls ein Unterschied zu Stringvariablen mit ihren unterschiedlichen Längen. Auch die Adresse der 256 Bytes der Georam-Erweiterung kennen wir. Beim Kopieren des gesamten Bildschirms kennen wir also alle Adressen, die wir für die Verwendung der Systemroutine benötigen. Dokumentiert hat diese Systemroutine übrigens Godot aus dem Forum 64. Vielen Dank dafür. Gäbe es die nicht, müssten wir uns selber um eine Assembler-Routine umsehen. Das sparen wir uns zum Glück. Wir müssen also nur Quell- und Zieladresse als Low- und High-Byte poken, dann noch die Datenmenge und mit sys 44728 den Startknopf drücken. Da das Testen aus dem Spiel heraus sehr mühselig ist, habe ich ein separates Testprogramm geschrieben, um das auszuprobieren. Ein voller Bildschirm mit Print benötigt 32 Jiffys, wie wir oben sehen. Ein Tastendruck leert den Bildschirm. Drücken wir nochmal, wird der Inhalt vom Georam wieder nach 1024 kopiert. Das hat nun 44 Jiffys gedauert, also etwas länger. Ich werde das nun in einer Schleife noch ein paar Mal wiederholt abspielen. Eine Dreiviertelsekunde ist auf jeden Fall weit weg von den 8 oder 9 Sekunden von vorhin. Es fällt außerdem auf, dass jedes der 4 Segmente, wir kopieren ja nur 256 Bytes am Stück, scheinbar zweimal aufgebaut wird. Das stimmt nicht ganz. Der erste Aufbau ist das Bildschirmram, der zweite Aufbau ist das Farbram. Würden wir das Farbram nicht auch kopieren, hätte jedes einzelne Zeichen die gleiche Vordergrundfarbe. Der Code von Mafia verändert sich durch diesen Ansatz natürlich etwas gegenüber der ersten Version. Als erstes verwerfen wir die Änderungen im Loader wieder. Selbst wenn jede Datei nur 2 statt 10 Sekunden benötigt, haben wir keine Lust auf 20 Sekunden extra Ladezeit. Dafür müssen wir im Spiel selber prüfen, ob ein Bildschirm schon im Georam liegt. Wenn ja, soll er von dort geladen werden, wenn nein, von Diskette laden und ins Georam legen. Diese Prüfung wird im neuen Integer Array LG gemacht. Ist der Wert für LA als True markiert, springen wir gleich nach Zeile 440. Ansonsten wird die sequentielle Datei geladen und der Bildschirm ganz normal aufgebaut. Im Anschluss daran springen wir nach Zeile 420. Dort läuft x von 0 bis 3 für die 4 Segmente des Bildschirms. In Zeile 430 werden wie vorhin schon erklärt Bank und Page eingestellt, dann werden die Werte für Quell- und Zieladressen gesetzt. Für High- und Low-Byte sind einfach Funktionen definiert. Diese waren schon Bestandteil des Mafia-Codes, es hat aber den Anschein, dass sie nirgendwo verwendet werden. Das ändert sich jetzt. Diese Funktionen funktionieren nur für Werte bis 32.768. Haben wir größere Werte, muss OR 128 ans High-Byte angehängt werden. Außerdem habe ich dafür jeweilige Zweitvariablen eingeführt, die um 32.768 reduziert sind.
BR ist also die Startadresse für den Bildschirm und liegt hier auf 52.224. B2 ist BR-32.768. CP und C2 funktionieren analog dazu für das Farbram. Das ist sehr spezifisch dafür gelöst, wie der Speicher in diesem Spiel verwendet wird. Wer mag, kann hier gern allgemeinere Funktionen verwenden, die High- und Low-Byte zum Beispiel mittels Multiplikationen und Divisionen errechnen. Zurück zum Code. Im Prinzip gibt es eine Schleife für das Lesen aus dem Georam und eine für das Schreiben daraus. Und dann noch Lese- und Schreibblöcke jeweils für Bildschirmram und Farbram. Die Farbvariablen sind immer noch nötig, da die Farben nicht Teil des Bildschirms sind, mit Ausnahme der Schriftfarbe. Den Wert aus 646 müssten wir nicht speichern. AW benötigen wir ebenfalls, damit die Tastaturabfrage die Anzahl der Antworten entsprechend auswerten kann. Diese 4 Bytes legen wir nach dem letzten Segment ab. Da jede Page 256 Bytes fasst und wir in jeder Page nur 250 Bytes speichern, ist der nötige Platz vorhanden. Das Color-RAM wird übrigens in Bank 1 gespeichert, das Bildschirm-RAM in Bank 0. So haben wir eine klare Trennung und müssen bei den Pages nicht so sehr aufpassen, die beiden nicht zu überkreuzen. Wie sieht das nun im Spiel aus? Hier ist das Georam bereits befüllt, wir haben keine Ladevorgänge mehr. Leider sieht man die Spielfigur nicht immer, spannend für uns ist aber ohnehin der Bildaufbau, nicht das Rumlaufen. Man sieht, dass die Farbpokes erst nach Aufbau des Bildschirmrams erfolgen. Hier hat man noch Möglichkeiten zu optimieren. Die Pokes könnten auch als erstes gemacht werden. Ich bin an dieser Stelle aber mal zufrieden. Ich denke, das Konzept, wie man die Georam einbinden kann, ist klar. Als nächstes wollen wir uns mit der ROI beschäftigen. Die ROI funktioniert fundamental anders als die Georam-Erweiterung. Die Daten werden nicht direkt im Speicher der ROI abgelegt, stattdessen muss man die Daten zwischen dem Speicher vom C64 und dem der ROI kopieren. Das klingt umständlich, es geht allerdings so schnell, dass man üblicherweise keine Probleme dadurch hat. Grund dafür ist der REC-Chip in der ROI, der die Kontrolle über den C64 übernimmt, wenn kopiert wird. DMA heißt das Zauberwort. Die ROI hat Bänke von 64 Kilobyte. Hat man eine Bank ausgewählt, kann man beliebig große Blöcke innerhalb dieser Bank zwischen C64 und ROI kopieren. Das kann 1 Byte sein, das können aber auch die vollen 64 Kilobyte sein. Um den Unterschied zum Georam zu zeigen, habe ich auch hierfür wieder ein Testprogramm geschrieben, das erst den Bildschirm mit Print aufbaut und dann den Bildschirm immer aus der ROI holt. Print benötigt 30 Jiffys, um den vollen Bildschirm aufzubauen, die ROI schafft es in 11. In dieser Zeit werden Bildschirmram und Farbram geschrieben. Es könnte noch schneller gehen, die nötigen Pokes in BASIC, um die Kopierparameter zu setzen, fordern aber ebenfalls zeitlichen Tribut. Um die ROI zu nutzen, benötigt man die folgenden Pokes. Die Basisadresse ist 57.088, darüber kann man mehrere Register im REC-Chip ansprechen. Register 2 und 3 setzen den Speicherbereich im C64. 4 und 5 den Bereich innerhalb der 64 Kilobyte großen Bank in der ROI. Mit Register 6 kann man die Bank selber wählen, 7 und 8 enthalten Low- und High-Byte für die Datenmenge. Beim Georam konnte die Datenmenge nur mit einem Byte angegeben werden und somit waren nur Werte zwischen 0 und 255 möglich. Die 2 Byte hier erlauben uns, die vollen 64 Kilobyte anzugeben. Register 1 löst schließlich den Vorgang aus. Mögliche Vorgänge sind Kopieren in beide Richtungen, Vergleichen und Austauschen. Und das wollen wir nun wieder in Mafia einbauen. Die Variablen sind im Großen und Ganzen identisch. MP-String benötigen wir nicht mehr, da wir uns nicht mehr um unterschiedliche Pagegrößen kümmern müssen. Dafür haben wir die Variable OP eingeführt, mit der wir angeben, was die ROI machen soll. Dafür benötigen wir wieder Bildschirmram, Farbram und die Variablen für Rahmenfarbe, Hintergrundfarbe, Textfarbe und die Variable AW. Der erste Block kümmert sich um das Bildschirmram. Da wir überall hin im Speicher kopieren können, geben wir direkt den Bildschirmbereich an. ROI Memory ist das aktuelle Gebäude LA mal des Speichers pro Bildschirm, also 1000 Bytes. Diese Berechnung kennen wir im Prinzip schon vom Georam. Für das Farbram machen wir dasselbe. Der Bereich für die ROI ist Bildschirm mal 12, weil wir 12 Bildschirme haben, zumindest in der LA-Variable. Wir könnten hier ebenfalls wieder eine andere Bank wählen, dann wäre das nicht nötig. Nun müssen noch die Variablen für Vordergrund, Hintergrund, Schrift und AW in die ROI kopiert werden.
Die Schriftfarbe würden wir wieder nicht brauchen, aber ob wir 3 oder 4 Bytes kopieren, ist schon egal. Wo legen wir diese Werte nun ab, damit wir sie in die ROI kopieren können? Es sind 4 Bytes und dafür bietet sich der Bereich um Adresse 1020 an. Der Bereich von 1020 bis 1023 ist der Bereich zwischen Kassettenpuffer und Bildschirmraum, der ungenutzt ist. Wir poken die 4 Variablen also dorthin und führen von dort aus die Kopieroperation durch. Für die Variablen habe ich in der ROI nun Bank 1 gewählt. Zur Operation ist zu sagen, dass hier in einem Byte verschiedene Konstellationen ermöglicht werden. In unserem Fall reicht es, dass wir sagen 220 kopiert in die ROI, 221 kopiert aus der ROI. Deshalb setzen wir OP auf 0 oder 1 und addieren das zu 220. Mit diesem Poke wird die Operation schließlich auch ausgeführt. Der vorbereitete Probelauf zeigt wieder, dass alles gut funktioniert. Das Kopieren des Farbraum fällt nun viel weniger auf. Das liegt aber nicht nur daran, dass die ROI schneller ist und in einem Rutsch kopieren kann. Es liegt auch daran, dass hier nun die Pokes ausgeführt werden, bevor der Bildschirminhalt kopiert wird. Somit muss der Text seine Farbe nicht im Nachhinein ändern. Auch beim Georam könnte man dahingehend noch optimieren. Damit haben wir im Spiel Mafia für beide Erweiterungen einen Fuß in der Tür. Die Peaks und Pokes stellen vielleicht eine Hürde dar, die kann man aber meistern. Eine reine Basic-Lösung findet man am C64 aber leider nicht. Eine Sache gibt es noch, die ich zeigen möchte. Basic 7 am C128 bringt eigene Befehle für Fetch, Stash und Swap mit. Dort müssen wir zwar immer noch mit Adressen arbeiten, aber wenigstens das Hantieren mit Low- und High-Byte ist damit hinfällig. Außerdem gibt es in Basic 7 den Befehl Pointer. Dieser gibt die Adresse einer Variable aus. Damit würden wir in unserem Fall das Kopieren der 4 Variablen sparen, wir würden Store einfach mit Pointer kombinieren. Für Strings funktioniert es bedingt. Speichern von Strings geht gut, wieder auslesen könnte aber folgende Bereiche überschreiben. Und nicht vergessen, um die Aufteilung des Speichers in der ROI muss man sich trotzdem selber Gedanken machen. Hier wird nach wie vor nur mit Adressen gearbeitet. Variable Stringlängen könnten also eine Herausforderung werden. Anhand von Mafia kann ich die Erleichterung nicht zeigen, denn das habe ich nicht nach Basic 7 portiert, das Testprogramm allerdings schon. Viele Worte muss man wohl nicht verlieren, es sieht viel aufgeräumter aus. Was vorhin ein ganzer Block war, ist nun eine einzelne Zeile. Print am C128 ist nur halb so schnell wie am C64, das verwundert etwas, Stash und Fetch sind dafür aber viel schneller. Innerhalb von 2 Jiffys werden Bildschirmraum und Farbraum kopiert. Und das war's im Prinzip. Wie man eine Speichererweiterung erkennt oder ihre Größe herausfindet, werde ich nicht behandeln, dazu gibt es schon viele gute Erklärungen. Im Vergleich sehen wir, dass die ROI am C128 die bequemste Lösung ist. Die Georam macht hier einen durchschnittlichen Eindruck, sie hat aber auch einige Vorteile. Die ROI war zum Beispiel immer teurer als das Georam und sie ist heute auch nicht mehr ganz so einfach zu bekommen, weil der Rack-Chip nicht mehr verfügbar ist. Ein Georam hingegen besteht nur aus Standardbauteilen und man kann sogar selber eins nachbauen. Und Georam und Co. gibt es auch mit Batterie. Mit cleverer Programmierung kann man also prüfen, ob nicht die benötigten Daten schon beim Programmstart in der Georam liegen. Es ist schon nötig, sich damit auseinanderzusetzen, wie man den Speicher seines BASIC-Programmes außerhalb von regulären Variablen sinnvoll behandeln kann. Was hier in BASIC gemacht wurde, ist natürlich bei jedem Spiel in jeder Sprache möglich. Aber warum zum Beispiel nicht gleich eine EasyFlash-Anpassung machen? EasyFlash kann zum Beispiel nicht mit sequenziellen Dateien oder dem Open-Befehl umgehen, wie sie auch hier bei Mafia verwendet wurden. Das könnte ein guter Grund sein, ein Spiel stattdessen an eine Speichererweiterung anzupassen. Und was hätten wohl Kassettenspiele, die nachgeladen haben, von einer Georam-Erweiterung profitieren können? Mit Turbotape dazu wäre das preislich und geschwindigkeitstechnisch wohl sogar der Floppy überlegen gewesen. Ich hoffe, dieser Einblick macht Lust darauf, vielleicht auch selber eine Anpassung zu machen. Oder vielleicht habt ihr Lust, die Anpassung von Mafia fertig zu bauen. Es gibt noch Kampfbildschirme und Grafiken, die ausgelagert werden könnten. Alle hier gezeigten Dateien werden im Link unter dem Video verfügbar sein. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.